So, wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh. Als erstes die organisatorische Information wegen der Übersetzung. Kanal 1 ist für Deutsch. Also wenn die Gutachter oder irgendjemand Englisch redet, wird das dann ins Deutsche simultan übertragen. Kanal 2 ist Englisch. Den benutzen zum Beispiel die Menschen, die kein Deutsch verstehen. So. Okay, stimmt, ja. Sorry. Just as information, the channels for the simultaneous translation are 1 German and 2 English. Natürlich nicht. Es wird ja auch noch gar nichts gesagt. Wie ist jetzt als nächstes dran? Ich wollte mal probieren. Ja. So, dann eröffne ich die Pressekonferenz hiermit jetzt offiziell. Wir möchten die Pressekonferenz mit dem Verlesen einer Rede von Oury Jalloh beginnen. Das ist die Mutter von Oury Jalloh, die im Laufe der rechtsstaatlichen Bearbeitung des Falles leider verstorben ist und nicht miterleben konnte, wie dieser Fall, in dem ihr Sohn in einer Polizeizelle verbrannt ist, in Deutschland aufgeklärt werden konnte. Erklärung von Oury Jalloh, der Mutter von Oury Jalloh, am 22.06.2012 vor dem Magdeburger Landgericht. Ich bedanke mich, dass man mich hierher geholt hat. Ich habe auch am Anfang in Dessau gebeten, den Ort zu sehen, wo mein Sohn verbrannt ist. Mit dieser Kammer war es jetzt möglich, diesen Ort zu sehen. Ich habe mir allerdings nicht genau angesehen, welche Bewegungsfreiheit er hatte. Aber ich konnte dort das letzte Gebet für meinen Sohn sprechen. Das ist gut für mich. Vor diesem Krieg in Sierra Leone, das sind die weißen Leute mit dem Rucksack auf dem Rücken gekommen. Und da saß ein alter Mann, der hat gesagt, es wird nicht gut sein mit ihnen. Die Kinder haben Bonbons gekriegt von diesen Leuten. Es hat nicht ein Jahr gedauert, bis der Bürgerkrieg anfing. Was mich traurig gemacht hat, war das Lachen, das ich während der Verhandlung hier gesehen habe. Das hat mich an das Lachen dieser Weißen hier erinnert. Ich muss zurück und ich glaube auch nicht, dass ich noch einmal zurückkommen werde. Ich habe gehört, was mein Sohn gemacht haben soll. Egal, das waren schlimme Sachen und ich hätte das auch nicht geduldet. Aber lebendig zu verbrennen, das gibt es nur bei euch jemanden, der an Händen und Füßen verbrennt. Ich glaube an Gott. Und er wird diejenigen für immer verfolgen, die meinem Sohn das angetan haben. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich gehe zurück und hoffe, so etwas nie wieder zu erleben oder davon zu hören.
Nicht für meinen Sohn, sondern überhaupt. Das ist schmerzhaft. Jeder, der ein Kind hat, sollte so fühlen wie ich. Keiner, der hier sitzt, hat solche Schmerzen wie ich. Was wird hier verhandelt? Man hat immer meinen Sohn als Täter hingestellt. Wenn er dieses Feuerzeug aber nicht hatte, ist er dann immer noch der Täter? Ich bedanke mich auch bei allen Leuten, auch den Unterstützern, die das alles mitgemacht haben. Am 23.07., nur wenige Wochen nach ihrer Rückkehr aus Deutschland, ist Mariama Oury Jalloh in Guinea an Herzversagen gestorben. I would like to ask you to raise for a minute of silence. Ich bitte alle, sich zu erheben und eine Schweigeminute einzulegen. Dankeschön. Als erstes wird Herr Oktober von der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh und Freund von Oury Jalloh und Freund der Familie, der Mann, der den Kontakt zur Familie hergestellt hat, ein paar Worte zur Initiative und zur Familie sagen. Am allerersten möchte ich mich erstmal bedanken für eure Anwesenheit. Ich habe damals in Dessau Oury Jalloh betreut. Er hat ein Kind in Dessau gehabt. Dieser Kind ist zum Adoption freigegeben worden, ohne seinen Willen. Dadurch habe ich ihn kennengelernt, weil er eine Hilfe gebraucht hat. Am 7. Januar 2005, man hat uns berichtet, dass eine Flüchtlinge aus Roßlau ums Leben gekommen ist. Später hat man das auch mitbekommen, dass er in Händen und Füßen gefesselt war. Er lag auf einer feuerfesten Matratze. Das erste Berichte, die wir am Fernsehen gesehen haben und im Radio gehört haben, dass ein Drogendealer in einer Polizeizelle festgenommen wurde, dass er Frauen belästigt hat und sexuell belästigt haben soll. Und der ist durch seine Hilfe, hat er sich selbst angezündet. Wir, die Flüchtlinge, die in Dessau dort gelebt haben und ihn auch selbst kennengelernt haben,
haben wir uns gefragt, wie geht denn das? Gerade in Deutschland, in einem demokratischen Land, wie kann jemand mit in einem Feuerzeug, in einer Polizeizelle reingehen und selbst anzuzünden? Und daher, dass wir diese Leute nicht geglaubt haben, 2006 haben wir uns selbst diese Leichname genommen, haben wir nach Frankfurt geschickt. Tatsächlich, dort haben sie rausgekriegt, dass Oury Jalloh Verletzungen in den Nasen hatte und sein Trommelfell war alles kaputt. Seitdem haben wir uns engagiert, um diese Wahrheit, um diese Gerechtigkeit für Oury Jalloh zu finden. Ich möchte noch mal kurz was sagen. Ich habe gestern mit dem Papa von Oury Jalloh gesprochen. Er möchte sich auch gerne an alle Leute bedanken, die immer noch hinter dieser Fall sind. Und wir wollen auch und möchten auch wir die Initiative an dieser Gerichtsmediziner, die in Deutschland hier uns abgelehnt haben, trotzdem sich bedanken, die uns auch gesagt haben, die könnten nicht anders. Möchten gerne, dass wir dieser Gerichtsmediziner oder Gutachten im Ausland suchen. Danke erstmal. Im nächsten wird Nadine Said, auch von der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh, einen Text verlesen. Hallo. Ich möchte was dazu sagen, warum die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh weitere Gutachten in Auftrag gegeben hat. Im November 2013, das war vor 2 Jahren, haben wir hier an diesem Ort das Brandgutachten des irischen Brandsachverständigen Maksim Smirnou vorgestellt. Smirnou hat anhand zahlreicher Abbrandversuche gezeigt, dass ein Brandbild, so wie es in der Zelle 5 am Tatort vorgefunden wurde, nur mit Hilfe eines starken Brandbeschleunigers erreicht werden kann. Zur damaligen Pressekonferenz war auch der leitende Oberstaatsanwalt Folker Bittmann aus Dessau angereist. Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse erklärte Folker Bittmann im Anschluss an die Präsentation der gutachterlichen Ergebnisse, dass er dringenden Aufklärungsbedarf sehe und man könne sich gewiss sein, dass seine Behörde nichts unter den Teppich kehren werde. Trotz schwerer Indizien und Beweislast, die die Hypothese der Dessauer Staatsanwaltschaft, Oury Jalloh habe die Matratze selbst angezündet, fundamental in Frage stellt, hat die Staatsanwaltschaft Dessau das Gutachten von Maksim Smirnou nicht zum Anlass genommen, entsprechende Ermittlungen einzuleiten, zumal es Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gibt. Im Gegenteil, sowohl Folker Bittmann als auch der für den Fall zuständige Oberstaatsanwalt Christian Preisner vertreten weiterhin öffentlich die Meinung, es gebe keinerlei Anhaltspunkte für die Beteiligung Dritter. Eine falsche Schlussfolgerung, die die Staatsanwaltschaft auf der Grundlage einer Hypothese aufgebaut hat, die nicht nachvollziehbar ist und deren einziger Anhaltspunkt ein Feuerzeug, Rest, nachweislich gar nicht im Brandschutt gelegen haben kann. Genau wegen dieses Feuerzeugrests hatte Christian Preisner im Dezember 2012 einen Prüfvorgang eingeleitet. Allerdings bezieht die Staatsanwaltschaft bezüglich dieses Feuerzeugs keine klare Stellung und verbirgt offenkundig den Sachstand ihrer eigenen Ermittlungen. Gleichzeitig erschwert sie die Ermittlungsaktivitäten der Initiative, indem sie Informationen zurückhält und auf dringende Anfragen der Nebenklagevertretung erst Monate später unvollständig und teilweise gar nicht reagiert. Die Dessauer Staatsanwaltschaft missbraucht offenkundig ihren Ermittlungsauftrag zum Schutze der Täter und sie benutzt die ihr anvertraute Deutungshoheit über das Verfahren, um die Öffentlichkeit mit falschen Informationen und Analysen in die Irre zu führen.
Anders als es von einigen Medienvertretern in den letzten Wochen eingeschätzt wurde, ist die Aufklärung der Todesumstände von Oury Jalloh nicht nur nicht machbar, sie ist nach wie vor zwingend notwendig. Und aus diesem Grund sitzen die 4 Experten aus Großbritannien und Kanada hier, denen wir jetzt das Wort übergeben. Ja, wir haben hier Namensschilder dran gemacht, dass auch gleich ersichtlich wird, welcher von den Experten spricht. Ich möchte Sie trotzdem noch einmal persönlich vorstellen. Da haben wir zum einen Michael Scott, ein Toxikologe, sitzt ganz außen. Daneben Dr. Walker aus Kanada. Achso, der Herr Scott ist aus London, Herr Walker aus Kanada und dann die beiden Brandsachverständigen. Achso, Entschuldigung, der Herr Walker ist Rechtsmediziner und die beiden Brandsachverständigen, Frau Emma Wilson und Ian Peck. Und ja, damit möchte ich jetzt das Wort übergeben an denjenigen, der anfangen möchte. Wir fangen mit dem Brandsachverständigen an, oder? Wie start with you? Oder? Kann es sein, dass es nicht funktioniert? I don't know. Ja, vielleicht wirklich, dass der schriftlich mal die Bitte setzt, dann müssen wir nicht mal umbauen. Das wäre dann nett. Das würde Zeit sparen. Ich glaube, die haben ihre Papiere da alle so liegen, wie sie liegen und wir versuchen das zu managen, dass wir die Mikrofone so ein Stück weiter rücken, wie beim letzten Mal auch, aber ja. So, who's gonna start? Ja. So, wir werden mit dem Bericht. Kanal Nummer 3. Entschuldigung, nochmal organisatorische Ansage, es ist Kanal Nummer 3, nicht Kanal Nummer 2 mit der Übersetzung. Entschuldigung dafür. Wir werden beginnen mit dem Bericht der Brandsachverständigen. Ich übergebe das Wort an Mr. Ian Peck. Good morning. My name is Ian Peck. I'm a Bachelor of Science in Biological Sciences and a Master of Science in Forensic Science. I've practiced forensic science since 1998 and I've specialised in the investigation of fires and related incidents since January 2000. In April 2014, Principal Forensic Services were contacted by the initiative of remembrance of Mr. Oury Jalloh, which is based in Germany, and asked if we could assist them by reviewing the scientific evidence in the death of Mr. Jalloh. Yeah. It's like this? Okay. That's okay. We were instructed to examine the scientific evidence in the case with particular reference, and myself and my colleague, Miss Wilson, to the investigation of the fire, its nature, the examination of the scene, and to comment on the likely cause. Accordingly, I've reviewed and assessed the available information concerning the nature of the fire itself and the investigation that followed. I must stress that I have not examined the scene or any of the exhibits. The following observations are based on the contents of the statements, reports, videos and the photographs supplied together with my own extensive experience of cases similar to this one. So, in summary, on the 7th of January 2005, Mr. Jalloh was brought to Dessau police station. He was placed in a detention cell 5 and restrained as officers were apparently concerned about him being under the influence of drugs and alcohol. At approximately 12:05 p.m. on the 7th of January 2005, there was a fire in detention cell 5 at the police station. Mr. Jalloh was present in the detention cell at the time of the fire and was found deceased. He was
lying on his back on a mattress that was on a platform that was slightly raised off the floor. He was restrained at the wrists and the ankles with metal shackles that were fixed to mounting points on the platform beneath the mattress and also to the wall. His right wrist was shackled to the wall, his left wrist and both ankles were shackled to the platform. There were no images made available to me of the cell or the mattress after Mr. Jalloh's body had been removed, or of the cell after the examination of the fire had apparently taken place. Additionally, there were no documented record made available to me that detailed the fire investigation carried out in cell number 5. With respect to the fire damage, the lowest level of burning within the cell was located on and around the mattress on the left side of the cell. The patterns of burning indicate that the fire had started and been mainly confined to the mattress, Mr. Jalloh's clothing and his body. All the combustible items in the area had been burnt to some degree, including the plastic shackle guards. The mattress was burnt across its entire surface, and these were the only endemic combustible materials in cell number 5. I was told that a forensic examination of detention cell 5 was not undertaken. No documentation or photographs were made available to me that detailed a logical and thorough examination of the area of burning whilst Mr. Jalloh was in situ or after he had been removed from the cell. On the 10th of January 2005, the remains of a partially melted red plastic gas lighter was found in Exhibit 1.1 that was taken from beneath the body of Mr. Jalloh. A photograph that was in a report showed the lighter. The photograph was in black and white. However, the documentation indicated that the lighter had a red plastic body. The lighter in the photograph had a ruler which indicated that the remains were approximately 8 centimetres in length and 2.5 centimetres in width. The plastic body of the lighter was partially melted and still attached to the metal shroud. If there had been a detailed examination of the scene, then I would have expected, given the size of the lighter and the remaining red plastic, that the lighter would have been identified when Exhibit 1.1 was taken. Added to that, it seems unlikely that smaller items, such as a button, 4 metal rivets, and a zipper, which also comprise parts of Exhibit 1.5, would be identified at the time of the seizure, but a lighter of 8 centimetres by 2.5 centimetres was apparently missed. There were some images that appeared to show the remains of some burnt debris. Given the type of debris shown, it appeared to me that this debris was taken from beneath the body of Mr. Jalloh. Although I do not know when these images were taken, there is no indication in these images of the presence of a partially burnt lighter amongst the debris. This is significant if this image was taken prior to the packaging of the debris. Assuming that the lighter had been present throughout the fire, then in my view, for a large amount of plastic to have survived this fire, the lighter must have been afforded some protection by Mr. Jalloh's body. Considering the patterns of burning to the body, this would mean that the lighter was under the right side of the body, on the shoulder.
When plastics are heated, they melt and they soften. In the case of this plastic lighter, when affected by heat, it is my experience that it would have become adhered to the items that it was in contact with. Therefore, in this instance, it could have become in contact with either the mattress, Mr. Jalloh's clothing, or Mr. Jalloh's body itself. One hypothesis regarding the ignition of the fire was that Mr. Jalloh was used the lighter. If this was the case, then it would follow that the red lighter was the one allegedly used. Then after igniting the fire, Mr. Jalloh then proceeded to manoeuvre the lighter under his body and move it into the position he was found, which was furthest from the tiled wall. So this would be under his right shoulder. There was no information made available to me that the lighter was identified as belonging to Mr. Jalloh. So there was no DNA evidence associated with the lighter. However, there are a number of unidentified fibres, so I understand. If the lighter had been in the cell at the time of the fire, then I would have expected some DNA to have survived on it, given the degree of protection apparently afforded to it from Mr. Jalloh's body. Moving on to the mattress. As I understand, according to the Fire Brigade Institute and tests carried out in July 2008, the mattress comprised a soft foam padded material that had a polyvinyl chloride or PVC cover. The fire behaviour of the foam was such that it could be ignited by a flame and continued to burn after the flame was removed. The mattress cover, however, if burned after being exposed to a flame greater than 10 seconds, but extinguished when the flame was removed. So therefore, the cover was difficult to ignite and would self-extinguish. It would also not reignite as a soot layer developed over, inhibiting the reignition of the cover. The cleaner for the cell, Miss Sigrid Zeiss, was questioned about cleaning the cell and also the mattress. She said that the mattress was cleaned with a wet cloth every day and that the mattress was undamaged prior to the incident, otherwise she would have changed it. Fire Inspector Steinbach conducted a number of tests to try and replicate the damage found within cell 5 on the 7th of January. A life-size dummy was placed on the mattress. The test appeared to recreate the conditions in detention cell 5 at the time of the fire. Fire Inspector Steinbach indicated that the mattress could be ignited and continue to burn if foam was exposed with an opening greater than 6 to 8 centimetres square. Fire Inspector Steinbach was of the opinion that the mattress could only be ignited if there were foam surfaces because of the behaviour of the cover in the fire. Fire Inspector Steinbach also ignited clothing on the mattress. However, this did not ignite the mattress itself. Therefore, the experiments performed by Fire Inspector Steinbach indicated that if the mattress was intact, without any exposed foam, a fire resulting from the ignition of the clothing would not destroy the mattress and cause the damage seen in cell 5. Additionally, for the fire to start and then spread across the whole mattress, there must be exposed foam. Therefore, considering a fire started by Mr. Jalloh with a flame, he would first have to make a hole in the mattress cover in excess of a hole 6 to 8 centimetres square, and then apply a flame to it, and then further proceed to rip up the mattress to expose more foam
to allow the fire to spread across the mattress. In my opinion, it would seem unlikely that Mr. Jalloh would be able to do and cause this much damage to the mattress, considering the shackled hands and that a guard was apparently checking on him every 30 minutes, the last check of which was at 11:45. There is no mention of his guards noticing that the mattress had been damaged by Mr. Jalloh in this time. Mr. Maksim Smirnou conducted a series of tests in 2013 using 10 similar mattresses which consisted of polyurethane foam covered with a PVC skin. The room used for the tests were recreated and similar to the cell room 5. And Mr. Smirnou used clothed pig carcasses without their internal organs to replicate a clothed human body lying on the mattress. The findings of Mr. Smirnou seem to correspond in part with fire investigator Steinbach's, such that the mattress was difficult to ignite without exposing the foam filling. Mr. Smirnou concluded that the heat release rate of the polyurethane foam mattress was not sufficient to enable a fire to affect the entire mattress, such as that seen in detention cell 5. Mr. Smirnou proceeded to use varying quantities and types of ignitable liquids to assist the development of the fire on the mattress. He concluded that the test which was most closely corresponded to the fire damage seen on the 7th of January 2005 and to Mr. Jalloh was used 2 litres of petrol, 1 litre of petrol poured over an area of polyurethane foam where the cover had been cut, the other litre poured over the pig's body. The conclusions that I have made from my investigation using the supplied material are such that, in my opinion, the fire at Dessau Police Station in detention cell 5 at 12:05 on the 7th of January started on or around the mattress and was the result of a flame ignition. I have considered and excluded cigarettes and electrical causes of fire as potential causes. The lighter found in Exhibit 1.1 may have been present in the cell. However, the evidence from Officer Schubert that Mr. Jalloh was correctly searched prior to being placed in detention cell 5, that the lighter had not been seen at the time of the evidence collection when other smaller items were, that there was no DNA from Mr. Jalloh associated with the lighter and the lighter was relatively undamaged, indicated to me that it was more likely that this lighter had not been in the cell at the time of the incident. Fire Inspector Steinbach did not use any ignitable liquids in his tests. The fire tests without using ignitable liquids carried out by Mr. Smirnou and Fire Inspector Steinbach did not replicate the extent of fire damage which resulted from the fire in detention cell 5. Cutting the mattress several times brought the fire damage closer to the original scene. However, there is evidence that the mattress was undamaged prior to use and no evidence that it was damaged whilst in use by Mr. Jalloh. Therefore, in my view, any fire test undertaken to try and replicate the damage ought to avoid making cuts in the mattress. Taking into account all the variables attributed to the fire test carried out by Mr. Smirnou, it would, however, appear that using 2 litres of petrol most closely matched the damage in cell 5 on the 7th of January. Although no ignitable liquids have been found, an absence of evidence is not evidence of absence. We have a 30-minute burn time between when the smoke detector went off at 12:05 and when the fire brigade extinguished the fire at 12:35. The smoke tests have shown that a smoke detector
would activate within cell room 5 within 56 seconds, therefore putting the fire starting within cell 5 at approximately 12:04. Therefore, the burn time being around 30 minutes long. Therefore, it is plausible that if any flammable liquids were used, they could have been consumed by the fire. There are a number of plausible explanations for the absence of ignitable liquids, and therefore it is my opinion that it is entirely possible that ignitable liquid could have been used to assist the development of the fire in detention cell 5. Given the information made available to me, it is my view that it is more likely that a third party ignited the fire, whether that was by the destruction and ignition of the mattress directly in multiple areas or with the addition of an ignitable liquid. Further testing with greater defined criteria would be of use to potentially determine the possible use of ignitable liquids. I would recommend that the setup was similar to that used by Mr. Smirnou in terms of room size, clothed pigs, and his methodology. However, the room door should be opened approximately 5 minutes after ignition and then allowed to burn for the full 30 minutes as per the arrival of the fire service. These tests should involve ignitable liquids on mattresses with and without cuts. Thank you very much. Ja, thank you, Mr. Ian Peck. Der nächste Gutachter, der sein Gutachten vorstellen wird, ist Dr. Alfredo Walker. Oh no, sorry, mistake. I forgot the lady. So we have another forensic fire expert, Ms. Emma Wilson here. She's going to give a statement of review. Als nächstes wird die Brandsachverständige Emma Wilson ihre Begutachtungsergebnisse vortragen. Good morning. My name is Emma Wilson. I reviewed the fire investigation evidence alongside Mr. Ian Peck, my colleague, and to add to what he has already said, I would like to note that the tests undertaken by the police to determine whether or not Mr. Jalloh could have ignited the mattress on his own were fundamentally flawed. The mattress visible in the photographs of Mr. Jalloh showed that the mattress overhung the end of the platform that he was shackled to. However, the mattress used in the tests was smaller, and so the movement that the police officer had was greater than that Mr. Jalloh had at the time of the incident. In addition to that, the degree of restriction was different in that Mr. Jalloh appeared to have very tight shackles on his wrists and ankles, and the person in the tests carried out by the police was much larger than Mr. Jalloh, and so it is not directly comparable. In addition to that, we have the intoxication of Mr. Jalloh, which is likely to have affected his mobility. Thank you very much. So sorry, Emma, again. Now, the next expert is forensic pathologist
Dr. Alfredo Walker from Canada. Der nächste Gutachter, der seinen Bericht vorstellt, wird Dr. Alfredo Walker aus Kanada sein. Er ist Rechtsmediziner. Hi, good morning. I am Alfredo Walker. I am a forensic pathologist based in Ottawa, Canada. I have been a forensic pathologist since 2006, having been a consultant forensic pathologist to the British Home Office in the United Kingdom prior to moving to Canada, where I am now. I was asked to review a series of materials with respect to the pathological findings in this case concerning the death of Oury Jalloh. It is my understanding that there were two conventional post-mortem examinations which were conducted on the body of Oury Jalloh. The first examination took place on the 7th of January at Martin Luther University in Halle, Wittenberg, where a cause of death was determined as being exposure by fire. Toxicological analyses were conducted, specifically looking for evidence of inhalation of products of combustion in the form of carbon monoxide, which is detected in the body as carboxyhemoglobin, as well as cyanide, which is produced in fires. Those results, I was informed, were negative in that no carbon monoxide in the form of carboxyhemoglobin was detected and no cyanide was detected. Routine toxicological analysis was also performed on the blood and urine, and a blood concentration of 2.68% of ethanol, that's 268 milligrams per deciliter, was detected in the blood, and the urine contained 3.42%, which is 342 milligrams per deciliter. The urinary concentration of alcohol compared to blood is normally 23% higher than the blood alcohol concentration. At the time of his detention, a blood sample had also been procured at 09:15 hours, and that was also analyzed for alcohol, ethanol, and a blood concentration of 298% or 2.98%, which is 298 milligrams per deciliter, was detected. There was also evidence of cocaine and cannabis use. And the interpretation of those results was that there was a mixed intoxication by cannabis, cocaine, and alcohol. The blood alcohol itself was indicative of a heavy state of intoxication. A second examination was then performed on the body on March 31st, 2015 in Frankfurt. The body was received then in a frozen state, and additional toxicological investigations were conducted on samples of fluid which was squeezed out from the lungs and liver, together with a separate sample of brain which was sent for analysis of solvents or volatile substances. I was informed that the sample of brain was analyzed, but no accelerants or no fire-starting substances were detected. Cyanide was detected in the fluid squeezed out from both the lung at a concentration of 0.56 milligrams per liter, as well as the liver, 0.12 milligrams per liter,
alongside a low carbon monoxide concentration of 6% in the form of carboxyhemoglobin in the fluid from the liver. Cocaine metabolites were also detected from the fluid in the lungs. So, armed with this foreknowledge, information, I then proceeded to review the pathological findings from the first autopsy, reviewing the autopsy report, reviewing the post-mortem images taken at the first autopsy, and also a request had been made to review the histological sections, the microscopic sections prepared from that examination. However, that latter request could not be fulfilled. I was not able to review the histology slides because the initiative were not able to get them. So I will just go through my conclusions after reviewing the entire bulk of material. Review of the digital color images of the external and internal aspects of the body, which were taken at the first post-mortem examination, indicated that there was a severe degree of charred burn injury with what we call heat-induced splitting of the skin. This is splitting of the skin as a result of contraction of the skin which causes splits, together with areas of what we call fourth-degree burns of the arms and lower limbs, the back of the thighs, and the legs. This is loss of the full thickness of the skin and subcutaneous tissue, subcutaneous fat, down to the level of the muscle. There was a large area of unburned skin on the central and right side of the back of the torso, as well as on the right buttock, which indicated that that area had remained protected during the duration of the fire. Given the position in which the body had been found and the manner of restraint which had been employed, he had been shackled supine with the upper limbs extended. It can be inferred that Oury Jalloh had remained supine on the mattress for the duration of the fire, with the back of his torso in contact with it, thereby providing a degree of protection which led to that area not being burnt. With respect to the images for the internal aspects of the body, there was an image of the tongue, the back of the throat, the oropharynx, and the gullet, the esophagus, which had been opened in continuity. And in that picture, there was evidence of what we call inhalational burn injury as a result of inhaling hot gases. And that was manifested in the form of a reddened appearance of the surface of the tongue, of the oropharynx, and the entrance to the voice box, the laryngeal inlet, with an abrupt line of demarcation where it stopped. And this is because air is a poor conductor of heat, and as it's inhaled, it's rapidly cooled by the mucous membrane, the lining of the airways, so you do not get significant burn injury deep down. There was also soot staining of the surface of the tongue, and within the gullet, there was soot, a few flecks of soot admixed with mucus within it. So this was evidence of active swallowing. During a fire, when products of combustion are inhaled, inclusive of soot, this irritates
the lining of the airways. A bit of extra mucus is produced to clear it. It's coughed up, and some of it can be swallowed during that time that the victim is still alive in the fire. So the presence of soot mixed with mucus within the midsection of the gullet was evidence of active swallowing. Soot was also present at the laryngeal inlet, but there were no images provided of the open windpipe, that's the larynx and trachea, the voice box and windpipe, to confirm that there was soot along it, which was described at point 41 in the original postmortem report. So soot had been described being present in the airway in the first postmortem report, but in the images that I was supplied with, the colored images, there was no such photograph for me to confirm that it was there. The mucous membrane, the lining of the windpipe, was also described as being reddened, but again, without that photograph, I couldn't confirm the reddened appearance. The finding of soot throughout the respiratory system would be conclusive evidence that Oury Jalloh had been alive and breathing at the start of the fire. Internationally, in forensic pathology, it would be standard practice to photographically document such a significant positive finding at autopsy such that it can be reviewed, especially in the context of the circumstances of this death, where one of the questions the original pathologist would be faced with was Oury Jalloh alive or dead at the start of the fire? I am unaware if no such photograph was taken, or if it had been taken, then it had not been disclosed to the initiative to pass on to me for review. The histological sections of the tissues, the microscopic sections which had been prepared at the first autopsy, were also not available for me to review to determine whether or not soot had been inhaled. And again, I was informed that difficulties were encountered in trying to procure those slides for me. However, despite the absence of a photograph of the open windpipe and or the histology of the lungs to review, the observed microscopic findings of the inhalational burn injury of the tongue, the oropharynx, together with the soot mixed within mucus in the esophagus, are indicative of Oury Jalloh being alive when the fire started. Inhalational burn injury of the upper airway is an indicator of vitality or vital reaction during a fire. As I said before, as air is a poor conductor of heat, the internal thermal injury from breathing in hot gases is usually limited to the upper airways, with a sharp line of demarcation between heat-injured lining mucosa and the uninjured mucosa distillate. With respect to the interpretation of the toxicology, I would leave that for my colleague, Mr. Mike Scott-Ham. So just in some final comments, the available information indicates that Oury Jalloh was alive when the fire had started and had succumbed to the effects of the fire. The extent of the burns seen on the body is not outside what would be expected in fire deaths without accelerants, but in such a scenario,
It is more commonly encountered in residential or building type fires where there's greater propensity for higher temperatures. The pathological features of the burn injuries alone cannot definitively assist in determining whether or not an accelerant, an ignitable fluid, was used. But the severity of burns in this particular case, for the apparent short duration of burning, when coupled or when added with the absence of carbon monoxide in the blood, the absence of cyanide in the blood, in combination, that points towards what we call in forensic pathology a flash fire type of scenario with the possibility of an accelerant being used. This is where you get rapid consumption of the oxygen. Carbon monoxide is not formed and therefore not inhaled in significant amounts. Ian Peck has already alluded to the experiments conducted by Maksim Smirnou, which indicated that the test using 2 liters of petrol as a fire accelerant on the the flame-resistant mattress produced the most close representation of the pattern of burns. The pathological findings in isolation cannot provide a definitive answer as to the decedent's manner of death. The determination of his manner of death, be it self-initiated or the involvement of a third party, involves considerations around establishing whether or not an ignitable fluid, an accelerant, was used to initiate the fire and to cause a severe degree of burning of the body on a presumably intact flame-resistant mattress, as well as considerations of the physical capability of the decedent to set this fire himself using a cigarette lighter, given his supine restraint with his limbs extended. And that's what I have. Ja, thank you, Mr. Walker. Zuletzt wird Michael Scott Ham, der toxikologische Gutachter, seinen Beitrag präsentieren. Okay, good morning. Can you all hear me okay? I'm not as loud as Dr. Walker. Okay. My name is Michael Scott Ham, and I've been a forensic scientist since 1978. My area of specialty is toxicology, which is alcohol and drugs. Now, in this case, I've been asked to review some findings, and the main reports which were of interest to me were those by Professor Kleiber and then Professors Bratske and Cowart, but also a forensic medical report by Professor Bonat. We've heard the details from my colleagues, so I'll go straight to my interpretation of the results that we've heard about. Now, when a fire burns, carbon monoxide is produced, and hemoglobin in the blood prefers to combine with that than oxygen. So if someone breathes in air containing carbon monoxide, that preferentially binds to hemoglobin to form carboxyhemoglobin. Many fire deaths where people have inhaled carbon monoxide will have a very high level of carboxyhemoglobin present. In this case, as we've heard, none was detected. So that is entirely consistent
with Herr Jalloh not having inhaled very much in the way of smoke or fire fumes. Therefore, he died quickly. There was a little bit of carboxyhemoglobin found in a later post-mortem examination, but that was several months later, and the most definitive result will be that from the first post-mortem examination. Cyanide, again, none was detected in the initial analysis from the first post-mortem. Some was detected later on, but in a body that's being laying around, cyanide can be produced after death. So again, the first result, based on the first post-mortem examination, is the most valid one in my view. So those are all consistent, nothing detected, and consistent with what my colleagues have already presented. Dr. Walker also mentioned the results for alcohol concentrations in the blood and urine samples, and also highlighted an important fact from my perspective as a toxicologist, that a sample was taken before Herr Jalloh died, and that concentration was high, and that is extremely relevant. That concentration would produce significantly impaired consciousness, reduced reflexes, depressed respiration, tending towards loss of consciousness, and significant loss of coordination at that sort of concentration, which is around about 6 times your drink-drive limit. So it's a very high concentration. Now that must be relevant when we're talking about whether Herr Jalloh could move and find a lighter and set himself alight. He would have been extremely intoxicated through alcohol at the time. Moving on to cocaine, we've heard that the major body breakdown product called benzoylecgonine was detected in a serum sample, but there was no cocaine itself detected in that sample. But cocaine itself was detected in the urine specimen. Now that allows us to put some sort of time on ingestion of that cocaine. Cocaine can only be detected within a urine specimen for around about 12 hours after cocaine has been used. Now, there are a couple of issues regarding the state of the samples in this case. Firstly, I've not seen anything in any of the reports that I've received about what sites in the body the blood samples were taken from. And that is very important when interpreting the results. Drug concentrations change in the body after death, and there are certain sites which are much better than others for taking samples. But I don't know where these samples were taken from at the moment. Also, when samples are taken, best practice is to make sure they are preserved with a suitable preservative such as sodium fluoride, which helps prevent drug breakdown. So there was no suggestion of any testing for fluoride preservative in these samples. So again, I don't know whether they were preserved or not. But the evidence that I've got so far, based on that information, is that Herr Jalloh had used cocaine to a moderate extent. It's nothing to suggest a very large amount, within around about 12 hours or so of his death. There's also mention of some results of cannabis use, but again, I'm not sure whether THC, the active component, was looked for or not, but there was no suggestion that it was detected if it was. If there was no THC itself present, then that would be consistent with non-recent use of cannabis. We have only detected THC acid, which is a major breakdown product, and that can hang around in the body for a long time after use. So again, without further information, I can't really say much about when the cannabis was used.
if someone uses cocaine when alcohol is present in the body, a compound is formed called cocaethylene, which can prolong the stimulant effects of cocaine, which normally only last 15, 30 minutes, something like that. They can double the extent of the time that those stimulant effects last. But they're also more toxic on the heart. Cocaethylene can have quite toxic effects on the heart. But as far as we're aware, there was no pathology suggesting any heart problems with Herr Jalloh. But by the time that Herr Jalloh died, he would not have been suffering from the stimulant effects of cocaine. Those effects would have long worn off, so it would have been some of the come-down effects, fatigue, tiredness, things like that, which would have added to the intoxicating effects of alcohol. So he's likely to be very drowsy and very, very intoxicated through that combination at the time he died. And that summarises my toxicological findings. Yeah, thank you very much, all of you. Kleiner organisatorischer Hinweis zum weiteren Ablauf. Ich werde dann kurz nochmal die Perspektive der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh zusammenfassen, was die Ergebnisse dieser Gutachtung angeht. Wir haben gestern mit den Gutachtern gesprochen, wegen der bestehenden Interviewanfragen. Die Gutachter möchten aus professionellen Gründen, also um es auch legal nochmal zu erklären, in Kanada zum Beispiel, ist so, dass die Gutachter in der Rechtsmedizin zum Beispiel selber keine Statements abgeben, sondern dass dafür ein Pressesprecher zuständig ist. Die Gutachter sind auch der Meinung, dass das, was sie zu sagen haben, in den Gutachten drinsteht. Für die Presse liegen die Gutachten vor und in Einzelinterviews würde jetzt auch nichts anderes nochmal gesagt werden. Ich sage Ihnen das jetzt deshalb, weil danach ja die moderierte Fragerunde kommt. Das heißt also, falls sich der ein oder andere Journalist, Journalistin spezielle Fragen ausgedacht haben sollte, dann bitte versuchen Sie, die in dieser moderierten Fragerunde mit unterzubringen. Es gibt aber trotzdem Interviewpartner, und zwar stehen für Interviewfragen zur Verfügung die Rechtsvertretung der Familie, Frau Gabriele Heinecke, und des Weiteren ein weiterer Gutachter, der Ihnen aus den öffentlichen Medien bereits bekannt sein dürfte, der sich geäußert hat in Margot Overaths Feature, in dem letzteren Feature, die Wahrheiten eines Todesfalls, und auch im Monitorbeitrag, der zuletzt jetzt in diesem Monat gelaufen ist, sich geäußert hat. Das ist Herr Professor Iten aus der Schweiz. Er ist selbst auch Toxikologe und Forensiker. Und diese beiden würden Ihnen von unserer Seite her natürlich auch neben uns als Initiative zur Verfügung stehen für Interviewanfragen. Darüber hinaus haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau, die ja bis vor einer Woche noch gar nicht wusste, dass wir hier eine Pressekonferenz machen, nun auf explizite Einladung doch einen Vertreter geschickt haben. Das ist der Herr Staatsanwalt Braun. Der Herr Staatsanwalt Braun wird den Fall übernehmen, nachdem Oberstaatsanwalt Preisner sich in den Ruhestand begibt und bringt über seine staatsanwaltliche Erfahrung auch noch Sachkompetenz mit. Er ist der Stadtwehrführer der Freiwilligen Feuerwehr. So, jetzt würde ich erstmal noch schnell die Mikrofone hier wieder umstellen.
So, also erstmal ein paar Worte, warum überhaupt die Gutachter beauftragt worden sind. Wir haben ja 2013 hier ein Brandgutachten vorgestellt mit dem Thermophysiker Maksim Smirnou, in dem wir den Auftrag gegeben haben, das nachzuholen, was von den Gerichten hier in Deutschland die ganze Zeit verweigert worden ist, trotz mehrfacher Anträge, nämlich zielführende und offene Branduntersuchungen zu machen, um herauszufinden, wie der Brandverlauf gewesen sein kann wahrscheinlich und wie insbesondere das Brandergebnis herzustellen ist. In diesem Gutachten hat der Herr Smirnou darauf verwiesen, dann in der Auswertung, dass weitere Begutachtungen hierzu notwendig sind, insbesondere von dem ihm nicht sachkundig bekannten Themengebieten Toxikologie und Gerichtsmedizin. Deswegen sind die Gutachten ergangen. Zum Zweiten durften wir ja nach der letzten Pressekonferenz auch hören von der Staatsanwaltschaft, dass auch ihrerseits ein Aufklärungsbedarf besteht. Ja, und da wir uns da nicht so ganz drauf verlassen wollten, was das jetzt konkret heißen könnte, Aufklärungsbedarf, haben wir als Nebenmotivation auch das gesehen, unsere eigenen Untersuchungen in Auftrag zu geben, da die Staatsanwaltschaft ja, in der Interpretation recht zielgerichtet vorgeht bezüglich der Fakten, die auf dem Tisch liegen und vorliegen und die man eigentlich zur Kenntnis nehmen könnte. Aus Sicht der Initiative besteht der Tenor des Gutachtens in dem, was vor allen Dingen die Brandsachverständigen gesagt haben, in der Zusammenschau der bisherig durchgeführten Brandversuche, sowohl seitens der Staatsanwaltschaft, der Gerichte, aber auch des Herrn Smirnou, wird also hier davon ausgegangen, dass das Brandergebnis insbesondere mit den unterstellten Hypothesen, die also ja viele Hypothesen betrifft, eher wahrscheinlich so zu interpretieren ist, dass Herr Jalloh das Feuer nicht selbst gelegt hat, sondern dritte Hände hier im Spiel gewesen sein mussten. Die wichtigen Argumente, die dabei hier fallen, ist natürlich der Feuerzeugrest, der quasi später aufgetaucht ist, in seinem Zustand, seinem Auffindeort und seiner Spurenlage nicht erklärbar ist, auf jeden Fall nicht in der Zelle Nummer 5 gewesen sein kann und damit aus Sicht der Initiative ein ganz klares, aktiv manipuliertes Beweismittel in einem rechtsstaatlich, in Anführungszeichen, Verfahren. Der zweite Punkt ist die gutachterlichen Aussagen rechtsmedizinischer und Brandsachverständigerseits zu dem Brandbild, was entstanden ist. Also hier wird auch ganz klar ausgedrückt, dass gegeben, also ausgehend von dem, was in dieser gefliesten Zelle überhaupt brennen konnte. Und da reden wir nicht von den Fliesen, sondern nur von der Matratze, einer feuerfesten Matratze, der Kleidung und dem Mensch Oury Jalloh selber. Und das alles entsprechend des Brandbildes ist in einer halben Stunde zu einem sehr brutalen, sehr grausamen Bild heruntergebrannt, sodass man quasi davon ausgehen kann, dass das im Alleingang mit einem kleinen Feuerzeug sicher nicht lückenlos erklärbar sein kann. Im Nebenaspekt auch der Punkt, dass gemessen an der Brenndauer, halbe Stunde, eine hohe Intensität des Feuers vorgelegen haben muss, sodass die
von der Staatsanwaltschaft immer wieder in verschiedenen Variationen gebrachte These, dass kein Brandbeschleuniger da gewesen sein kann, weil keiner gefunden wurde, von der Initiative natürlich nicht geteilt wird. Das Feuer war so heftig, dass uns die Brandsachverständigen auf Nachfrage gesagt haben, selbst wenn da Brandbeschleuniger gewesen wäre, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der völlig vollständig verbrannt wäre. Das heißt also, um es auch nochmal explizit zu sagen, die Abwesenheit des Nachweises ist eben mitnichten der Nachweis der Abwesenheit eines Brandbeschleunigers. Insbesondere, wenn wir dann in den Folgepunkten noch zu der Art und Weise der Ermittlungsarbeit, die dort in der Zelle Nummer 5 stattgefunden hat, und später noch zu sprechen kommen. So. Ja, das habe ich. Der nächste Punkt ist die Analyse der Versuche, die quasi hier stattgefunden hat. Die Staatsanwaltschaft ist ja die Herrin des Ermittlungsverfahrens. Die Staatsanwaltschaft hat von Anfang an sich bemüht, Untersuchungen zu unternehmen, die beweisen sollten, dass es, wie es so schön heißt, zumindest die Möglichkeit gab, dass der Herr Jalloh sich selber angezündet haben kann. Trotz Fesselung, trotz feuerfester Matratze, trotz mutmaßlich nicht vorhandenem Feuerzeug soll er das getan haben und die Matratze soll die Möglichkeit gehabt haben, selbstständig derart abzubrennen. Die ersten Versuche waren schon nicht zielführend. Die Bewegungsversuche zum Beispiel, die durchgeführt wurden, die wurden auf einer Matratze durchgeführt, die etwas kleiner war als das Podest, auf dem diese Matratze lag. Wir wissen aber vom Brandbild und aus den Gerichtsverfahren und von Zeugenaussagen, dass die Matratze breiter gewesen sein muss. Das ist sozusagen in dieser Zelle auch so eine Art Standard gewesen. Zelle Nummer 5 ist die Zelle mit der breiten Matratze. Und dadurch, dass die Matratze links übersteht, hat man quasi gar nicht die Bewegungsfreiheit, wie das die Staatsanwaltschaft dann durch Kollegen der Polizei hat nachstellen lassen. Des Weiteren hat die Staatsanwaltschaft Hosen mit Dreifachnähten der Öffentlichkeit vorgeführt, nur um die Möglichkeit zu illustrieren, dass ein Feuerzeug bei der Durchsuchung übersehen worden sein kann. Das sind für uns alles Indizien dafür, dass die Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft eine manipulative Ermittlungsführung ist, die dahin geht, Möglichkeiten zu beweisen, die eher unwahrscheinlich sind und Dinge, die auf der Hand liegen, nicht wahrzunehmen. Die in diesem Zusammenhang dargestellten Umstände sind natürlich ein Vorwurf an die Staatsanwaltschaft, der auch eine rechtliche, legale, juristische Dimension in sich birgt. Wir als Initiative selbst haben das Vertrauen in die Ermittlungsarbeit und Führung und so weiter der Staatsanwaltschaft verloren. Wir haben auch im Gerichtsgang kein Vertrauen zu den Rechtsprechungen, die da vorliegen, weil auch die Gerichte es einfach hingenommen haben, dass der Mann sich ohne Feuerzeug selbst angezündet haben soll, bis hin zum Bundesgerichtshof. Wir sehen aber, dass Straftatbestände erfüllt sind und stellen es Menschen, die das ähnlich sehen, anheim, hier entsprechend tätig zu werden. Die Familie Oury Jallohs hat im Übrigen angekündigt, Strafanzeige gegen die Staatsanwaltschaft Dessau wegen Behinderung der Ermittlungsarbeit zu stellen. Ja, mehr möchte ich dazu eigentlich jetzt zu der Ermittlungsarbeit nicht weiter sagen. Ich wollte nur noch darauf hinweisen, dass die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh sich zwar intensiv mit dem Fall Oury Jalloh beschäftigt, aber Oury Jalloh halt bei weitem nicht der einzige Mensch ist, der hier in Deutschland durch
Polizeigewalt ums Leben gekommen ist, wohl aber einer der wenigen Fälle ist, in denen überhaupt ein Ermittlungsverfahren und dann später auch Gerichtsverfahren eingeleitet worden ist. Ein zweites in diesem Zusammenhang eingeleitetes Verfahren ist in Bremen abgelaufen, mit auch einem sehr kuriosen Ausgang, da kann man sich gerne informieren. Das ging um Laie Conde, der Mann ist sozusagen, dem ist Brechmittel zwangs eingeführt worden und er ist daraufhin verstorben. Er ist am gleichen Tag verstorben wie Oury Jalloh. Er kam aus dem gleichen Land, Sierra Leone. Und die Gerichtsverhandlung in dem Fall gegen den Polizeiarzt, hat sich 3 oder 4 Mal wiederholt, bevor dann der Arzt als nicht mehr verhandlungsfähig deklariert worden ist. Ich möchte hier aber auch auf andere Menschen aus der schwarzen Community und aus der Migranten-Community hinweisen, nur so als Beispiele, damit Sie sich ein Bild machen können, dass wir hier nicht, wie bei den Tätern von Einzeltätern, sind das hier keine Einzelfälle, sondern es ist ein System. Wir gedenken an Christi Schwundeck, eine Frau, die in Frankfurt am Main sitzend im Arbeitsamt von der Polizei erschossen wurde. Kein Verfahren. Wir gedenken an Maria Massar. Sie ist in ihrer eigenen Wohnung von der Polizei erschossen worden. Ein Verfahren hat nicht stattgefunden. Wir denken an Dominique Comadieu. Er wurde auf offener Straße von der Polizei in einem Abstand von mindestens 4 Metern erschossen. Kein Verfahren. Wir gedenken an Amir Ajib und John Achidi, 2 Afrikaner, die während ihrer Abschiebung verstorben sind, im Zusammenhang mit der Abschiebepraxis, der Gewaltanwendung in der Abschiebepraxis, Helm aufgesetzt, so lange zusammengedrückt, bis die Menschen erstickt waren. Da war das Ergebnis, dass die Polizisten leider nicht an der Weiterbildung teilgenommen haben, dass man sowas nicht macht und deswegen nicht zu bestrafen sind. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es andere Felder gibt, in denen es nicht nur um Polizeigewalt geht, sondern strukturell. Mohamed Silah zum Beispiel ist verstorben, weil ihm die medizinische Hilfe, die er gebraucht hat, verweigert worden ist. Wir kennen Halim Dehner, er ist von der Polizei von hinten erschossen worden, auch kein Verfahren. Sie werden bestimmt den NSU-Fall kennen, die sogenannten Dönermorde. Wir werden sehen, was dort der Rechtsstaat zu leisten in der Lage ist. Und schließlich und endlich, um auf das Strukturelle hinzuweisen, möchte ich sagen, der Umgang mit geflüchteten Menschen hier in Deutschland wird derzeit kontrovers diskutiert. Die einen sagen so und sind stolz und die anderen sagen so und sind verärgert und stolz. Aber Fakt ist, dass Tausende von diesen geflüchteten Menschen an der tödlichsten Grenze dieses Planeten ums Leben kommen. Und zwar jeden Tag. Und das ist die Mittelmeer-Südgrenze des Friedensnobelpreisträgers Europäische Union. Gut. An dieser Stelle möchte ich das Statement der Initiative beenden und wir steigen ein. Da drüben, da steht ein Kollege mit mobilem Mikrofon. Ich würde Sie bitten, bei Fragen an die Gutachter den Namen dazu zu sagen, an welchen Gutachter Sie genau die Frage stellen möchten. Ja, und vielleicht sich auch gegebenenfalls selber vorstellen, aus Gründen der Höflichkeit. Und dann kann die Diskussion an dieser Stelle, beziehungsweise die moderierte Fragerunde an dieser Stelle beginnen. Gibt es Fragen oder hat jetzt schon jeder alles verstanden? Ja. Eine Frage an Sie von der Initiative. Sie sagen, es habe sich jetzt erwiesen, dass es durch dieses Feuerzeug, dass Sie das nicht handhaben konnten, dass es so passiert sein kann. Ich habe eigentlich von den Gutachtern das Gegenteil verstanden. Sie kommen eigentlich beide zu dem Ergebnis, dass es möglich gewesen ist, die erste Hilfe
kam zu dem Ergebnis, dass es möglich war, dass es nicht in der Zelle war, und Mr. Walker kam zu dem Ergebnis, dass Brandbeschleuniger kann sein, eingesetzt wurde, kann sein, nicht. Warum schließen Sie daraus, dass es eigentlich so ist, wie Sie immer geglaubt haben, nämlich dass da eine dritte Hand im Spiel war? Ich glaube, da haben Sie ein bisschen was missverstanden. Die Experten machen ihre Aussagen immer in einem ganz bestimmten Setting. Das heißt also, wenn die Hypothese im Raum steht, Oury Jalloh hat sich selber angezündet, dann wird von der Hypothese ausgehend die Argumentation aufgebaut. Und so hat auch der Herr Ian Peck vorgetragen, dass wenn das Feuerzeug in der Zelle gewesen wäre, es dann einige Unstimmigkeiten gibt. Das Plastik schmilzt, die Spuren aus der Umgebung müssten sich abbilden auf dem Feuerzeug, das tun sie aber nicht. Insofern hat er nur diese Argumentationskette zu Ende gedacht und die Sachen, die dagegen sprechen, ausformuliert. Beim Herrn Walker ist es wiederum anders. Da war die Grundfrage auch von unserer Seite her, ob man anhand der Schwere der Hautverkohlung, der Verbrennung des Oury Jalloh eine Aussage darüber treffen kann, direkt phänomenologisch, makroskopisch, ob Brandbeschleuniger verwendet worden ist oder nicht. Da ist die Grundaussage, weil das Feuer da ja ziemlich intensiv war und die Frage von rechtsmedizinischer Seite jetzt nicht abschließend geklärt werden kann, sondern dass eine Frage des Brandsachverständigen ist, dass man aus diesem Verbrennungsgrad direkt den Rückschluss nicht ziehen kann. Das heißt, es hat auch schon Fälle gegeben von Menschen, die ohne Brandbeschleuniger in solch einem Ausmaß verbrannt sind. Aber typisch bei solchen Fällen ist, dass das nicht in einer gefliesten Schlichtzelle stattfindet, mit nur einer feuerfesten Matratze unten drunter, sondern in sogenannten Residential oder Building, also Wohnungs- oder Hausbränden, wo es halt eine viel höhere Brandlast gibt, insbesondere wenn dort Möbel anwesend sind, die noch Plasteverkleidung und sowas haben, wo also genügend Brandlast da ist und genügend Hitze entsteht, wo dann Leute so aussehen. Das heißt also, von einem Gutachter werden Sie in aller Regel immer die Argumentation hören. Ja, es ist also von dem, was vorliegt, können wir nicht hundertprozentig ausschließen als Rechtsmediziner jetzt, ob Brandbeschleuniger verwendet worden ist oder nicht. Der Brandgrad lässt keine hundertprozentige Schlussfolgerung darüber zu, dass es nur mit Brandbeschleuniger geht. Aber es geht mit Brandbeschleuniger besser und in der Regel ist mehr zum Brennen da. Das ist die Grundaussage von Herrn Walker. Darf ich da noch mal eine Anschlussfrage an Herrn Walker direkt stellen? Ja, gerne. Ist es richtig, dass Brandbeschleuniger komplett verbrennen kann, sodass er nicht mehr nachweisbar ist? Das müssten Sie aber Herrn Peck fragen. Hat er das hier? Herr Peck. This is for you. This is for him, actually. The short answer is yes, but that's more the prerogative of Ian Peck. No, leave it with you, for you too. Yes, it is. We've got a burn time of around 30 minutes. Flammable liquids, or ignitable liquids by their very nature, evaporate and are volatile, and therefore they could all be, any remnants, any residues can be consumed by the fire. A fire that is continued to burn for 30 minutes, depending on the quantity of flammable liquid that was used. Any residues that may have been placed upon the body and on the mattress could have been consumed by the fire in this length of time. If it was a non-hydrocarbon flammable liquid that was used, so rather than petrol or a kerosene-based liquid, so something like a methylated spirits or a surgical spirit, then these sorts of ignitable liquids are water-soluble. The fire was extinguished by the fire service
by the use of spraying water onto the scene, and therefore any residues of these polar compounds or non-hydrocarbon ignitable liquids could have basically drained away with the water from the extinguishing the fire. Ja, es ist gut, dass Sie die Frage gestellt haben. Wir als Initiative würden uns wünschen, dass Sie die gleiche Frage mal an die Staatsanwaltschaft stellen, wie sie denn darauf kommt, dass wenn kein Brandbeschleuniger nachgewiesen wurde nach 9 Jahren, dass dann auch keiner verwendet worden sein kann. Also wir haben unsere Schlussfolgerung, die Staatsanwaltschaft hat allerdings auch Schlussfolgerungen, die es aus unserer Sicht zu hinterfragen gilt. Musst du machen. Du bist der Gott des Mikrofons. Von der Zitatszeitung. Die Frage ist, diese Gutachten, die jetzt in der Hand haben, wie wurden oder werden die der Staatsanwaltschaft übergeben, beziehungsweise welche Erwartungen haben Sie jetzt, was auf diese Gutachten in den Ermittlungen erfolgen kann und soll? Die Gutachten sind öffentlich. Wir haben auch kein Problem damit, die Gutachten der Staatsanwaltschaft nochmal in Papierform vorzulegen. Gibt es draußen. Wir haben auch kein Problem, das digital zu übersenden an die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft selber hat ja beim letzten Gutachten 2013 hier auch öffentlich bekannt gegeben, dass bereits seit Ende 2012 ein sogenannter Prüfvorgang seitens der Staatsanwaltschaft eingeleitet worden ist. Anlass hierzu war die Spurenlage am Feuerzeug. Das Gutachten der Gutachterin Schmächtig vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt vor dem Landgericht in Magdeburg. Das ist der eigentliche Grund, warum dieses Prüfverfahren eingeleitet worden ist, 2012, also mehr als fast 8 Jahre nach dem Vorgang. Wird also ein Prüfvorgang zunächst eingeleitet, der herausfinden soll, wie Oury Jalloh zu Tode gekommen sein kann. Vorher war das nicht nötig, weil man ja davon ausgegangen ist, dass der Mann sich selbst angezündet hat. Dieses Prüfverfahren ist jetzt mittlerweile in ein qualifiziertes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft übergeleitet worden. Und in diesem Rahmen und auch in dem geäußerten Aufklärungsbedarf 2013 macht die Staatsanwaltschaft Ermittlungen, gibt darüber aber öffentlich keine Auskunft. Wir haben mit unseren Gutachten jetzt nur eine Form der Analyse der bisher stattgehabten Ergebnisse vorgelegt, und es gibt auch Vorschläge innerhalb der Gutachten, was die Gutachter hier vorgeschlagen haben, gibt es Vorschläge, wie zielführende Untersuchungen und Versuchsaufbauten aussehen könnten. Da wir als Initiative aufgrund nicht nur der Art und Weise, wie die Staatsanwaltschaft sich im Fall Oury Jalloh selbst verhält, sondern auch, wie sich die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gegenüber der Initiative verhält, also wie viele repressive Verfahren die Initiative über sich ergehen lassen muss, weil die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hier an der Stelle einen Verfolgungseifer an den Tag legt, den man sich im Fall Oury Jalloh eigentlich nur wünschen kann. Ist es natürlich für uns problematisch, jetzt auf direktem Weg mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. Es besteht aber ein Kontakt über die Rechtsvertretung der Familie Oury Jalloh. Dazu müssen wir leider sagen, dass Anträge, Anfragen seitens der Staatsanwaltschaft doch nur sehr zögerlich, unvollständig oder gar nicht erfolgt. Das ist ja auch Teil des Gutachtens hier gewesen, dass die Gutachter in ihren Aussagen deswegen eingeschränkt sind, weil ihnen die normalerweise standardmäßige Dokumentation
gar nicht zur Verfügung steht. Nächste Frage. Ich habe gleich ein paar Fragen. Die Gutachter haben immer wieder gesagt, dass gewisse Dokumente ihnen nicht vorgelegt wurden, beziehungsweise keinen Zugang gehabt haben. Vielleicht können Sie erklären, woran das lag. Dann würden mich die Kosten für dieses gesamte Gutachten interessieren. Und Ihren Heckholm hat gesagt, dass es nötig wäre, ein Nachgutachten zu machen, darüber, welche Brandbeschleuniger vielleicht genutzt wurden, wenn Sie das in Auftrag geben. Die Unterlagen, die vorliegen, sind entweder schon aus dem Verfahren, was in Magdeburg gelaufen ist, was dort sozusagen als Aktenlage bekannt ist. Was nicht vorlag und unvollständig war, wurde nachgefragt, wurde nicht ausgeliefert. Also das, was wir nicht sehen konnten, haben wir nicht bekommen von der Staatsanwaltschaft. Nochmal die zweite Frage. Die Kosten, Geld. Ich weiß nicht, willst du was dazu sagen? Ich will nichts dazu sagen. Ich würde gerne noch was zu dem ersten Punkt anfügen, zu den Unterlagen, die nicht da sind. Wir haben in den Akten, in den gerichtsmedizinischen Akten Bilder, die der Alfredo Walker ausgeführt hat, von der Speiseröhre, vom Kehlkopf, vom Rachenraum, die untertitelt sind mit Abbildung der Luftröhre. Wir haben in den Unterlagen quasi Bilder von einer Speiseröhre, die uns jahrelang, den Anwälten, den Richtern, sämtlichen Personen, die mit diesem Verfahren befasst waren, als Luftröhre vorgestellt wurden. Das ist nicht nur einmal passiert, sondern in 2 Bildern wird dieses Bild der Speiseröhre als Luftröhre beschrieben. Und ich denke, dass das eigentlich ziemlich gut darstellt, wie sich das mit den Bildern, mit den verschwundenen Videodokumentationen und so weiter verhält. Es gibt ganz viele Sachen, die eigentlich Standard wären bei kriminaltechnischen und medizinischen Untersuchungen, die hier nicht eingehalten wurden. Und es fehlen einfach ganz grundsätzlich die Bilder der Atemwege und der Luftröhre, der Lungen, die zeigen können, wie viel Ruß tatsächlich im Körper von Oury Jalloh vorhanden war. Und das ist eigentlich der Punkt, den die Gutachter, sowohl der Brandsachverständige als auch der medizinische Gutachter angesprochen haben. Es fehlen diese Bilder vom Tatort, als die Leiche angehoben wurde, um zu sehen, ob wirklich das Feuerzeug darunter lag, weil man hätte es sehen können und es wurde nicht dokumentiert. Diese Sachen gab es vielleicht, sie sind auf jeden Fall nicht mehr da. Ich kann auch keine genaue Aussage machen über wie hoch die Kosten waren. Haben wir Stillschweigen vereinbart. Kann ich das machen? Ja. Ich meine, wir haben bis jetzt noch wahrscheinlich so über 20.000 Euro noch zu bezahlen. Und die Hälfte ist schon bezahlt. Und wir sind auch sicher, diese Arbeiten werden jetzt nicht heute beenden, sondern es werden nochmal weitergehen. Es werden nochmal viel Kosten über uns nochmal zukommen. Ja. Ja, wie gesagt, also es sind ja nicht nur die Gutachterkosten, auch so eine Pressekonferenz kostet und repressive Verfolgung seitens der Staatsanwaltschaft kostet auch. Die dritte Frage ist eine Fachfrage, die würde ich jetzt an den Brandsachverständigen weiterleiten. Das war eigentlich die Fragestellung, dass es da eigentlich noch ein Folgegutachten geben sollte, um zu wissen, welcher Brandbeschleuniger benutzt wurde. Und die Frage war eigentlich, ob Sie das in Auftrag geben werden. Oder ob Sie vielleicht hoffen, dass die Staatsanwaltschaft sowas in Auftrag gibt. Also im Gutachten ist gesagt worden, dass es schwierig ist, Brandbeschleuniger direkt nachzuweisen. Es gäbe sicherlich Möglichkeiten, indem man sozusagen die Originaldokumentation aus den Laboren von 2005, also es wird ja zum Beispiel seitens der Staatsanwaltschaft gesagt, es wurde nach Brandbeschleuniger gesucht. Allein die Dokumentation dazu, nach welchem, mit welchem Ergebnis
gegebenenfalls ein Laborausdruck von so einer Chromatographie, wo man die verschiedenen Peaks sehen kann. Das hätte uns schon viel weitergeholfen, auch heute noch zu sagen, ja, das sieht so aus oder sieht nicht so aus. Die Staatsanwaltschaft hat die Dokumente und wir bitten um Klarstellung diesbezüglich. Das ist das, was aufklären kann. Nach Untersuchung eher nicht. So, der nächste bitte. Next one, please. Das hast du mir. Ist Brandermittlern klar, dass die Türe zur Zelle irgendeinmal zwischen. Versteht man? Ja. Dass die Türe der Zelle irgendeinmal zwischen Brandbeginn und Löschende geöffnet wurde. Wir haben im kleineren Kreis das diskutiert mit Brandermittlern und haben eindeutig praktisch feststellen müssen, dass die Rauchschwaden in der Zelle etwa zu 2/3 bis zum Boden runtergehen. Und dann muss eben mal die Türe geöffnet werden. Der Rauchsee fließt dann auf die Außenräume und das ist wie ein Nebelmeer, das eigentlich umgekehrt statt unten ist an der Decke oben. Und in den Außenräumen ist die Nebeldecke oder die Schwadendecke etwa 1/3. Und man sieht, wie das rausgeflossen ist. Das heißt, der Brand hat am Anfang wenig Sauerstoff bei geschlossener Tür gehabt, Schwelbrand oder sowas. Und irgendeinmal kommt Sauerstoff dazu und der Brand geht dann in einen stärker sauerstoffgesättigten Brand über. Ist das den Brandermittlern klar gewesen, als sie jetzt diese Aussagen gemacht haben? There was a video. There was a video after the fire where there was smoke staining evidence on the corridor walls leading down to the level where the detention cells were located. Smoke staining on the door at the end of the corridor, off which spurred cell 5, indicated that it had been open during the fire. The door to cell 5 had smoke staining across the upper parts of the interior surface of the door and on the hinge side of the door surround. In my view, this smoke staining indicated that the door for cell 5 had been open for the majority of the fire's duration. In addition, the smoke staining on the cell door was at a similar level to that in the corridor outside. The smoke staining inside cell 5 was only at floor level in the vicinity of the mattress, suggesting that the door had been opened at an early stage of smoke deposition within the room. Also offen blieb dann. Yeah. So it stayed open? Remained open. It remained open, yeah. Yes. Okay, weitere Fragen? Oder Sie noch? Ja, ich kann gleich noch mal. Die nächste Frage betrifft das Feuerzeug. Ein Feuerzeug, das unter der Leiche zwischen Rücken und Matratze gelegen haben soll, müsste Spuren aufgenommen haben und Spuren abgegeben haben. Kriminalistisch eine klassische Spurenüberkreuzung wäre zu erwarten. Die eine Möglichkeit wurde abgeklärt, man hat Mikrospuren, Faserspuren untersucht, ob die vom Brandschutz, vom Matratzenschutz etc. ans Feuerzeug rübergekommen ist oder nicht. Das war im Prinzip negativ, also keine Spurenübertragung vom Brandschutz aus Feuerzeug. Und jetzt kommt die zweite Frage, die geht voran an Dr. Walker. Ich erwarte jetzt die Spurenüberkreuzung auch von der anderen Seite. Wenn die Leiche oder der Körper
auf dem Feuerzeug liegt mit dem Rücken zur Matratze, dazwischen das Feuerzeug, dann muss das eine Impression, einen Eindruck hinterlassen am Rücken, wo es aufliegt. Es gibt eine einzige Fotoaufnahme, oder ich kenne eine einzige, die ist erst in der Rechtsmedizin gemacht worden, als die Leiche aufgehoben wurde, dass man den Rücken sah. Von der Zelle kenne ich keine Aufnahme des Rückens beim Abheben der Leiche von der Matratze und auch keine Aufnahme, was unten auf der Matratze überhaupt übrig blieb. Dazwischen hätte eigentlich das Feuerzeug irgendwo kleben müssen und man findet das nirgendwo. Betrachtet man die Rückenpartie der Leiche in der Rechtsmedizin, dann findet man keine Eindrucksspuren im Rücken. Man findet eine klassische bleiche, helle Zone, wo der Rücken direkt auflag. Kann aber auch postmortal beim Transport gewesen sein. Es fehlen also auch Rückübertragungsspuren vom Feuerzeug auf die Leiche. Was meint Dr. Walker zu dieser Aussage? Müssten die da sein oder müssten die nicht da sein? Und Moment, jetzt kommt noch die zweite Frage. Direkt nur vor. Wenn das Feuerzeug, so wie es gefunden worden ist, völlig abbrennt, muss irgendeinmal der Gaszylinder platzen. Dann muss es eine fürchterliche Stichflamme geben, wenn das Gas austritt und dann wie eine Stichflamme brennt. Und auch solche Brandspuren kann ich nicht erkennen an der Rückenpartie des Opfers. So, das sind die zwei Fragen. As far as I am aware, there were no photos of the top side, the surface of the mattress, after the body has been removed. I think this is an area of contention for Mr. Peck as well. There were no photographs of the surface of the mattress after the body has been removed. With respect to, if I understand the question correctly, you are asking if there should be an imprint on the body from the lighter. Again, I can't say with certainty. It depends on what clothing the lighter would have been. If it was on the back or the right-hand side, it would have been interspersed between the surface of the mattress and the outer clothing of the body. Without images of the surface of the mattress after the body was removed, one cannot say what clothing remnant was exactly there. So I can't say. If there was thick clothing, then you would need a significant amount of pressure to actually cause an indentation, a lasting indentation on the skin from the lighter. If you're just resting on it casually in a fire that's raging, you aren't going to be lying quietly with any degree of force to cause an indentation of the skin, if that's what you're asking. So I would not expect that I would see an imprint in the skin surface from the lighter. It depends on what clothing was interspersed, whether that lighter burnt in that position as well. But if it was there, it would have been afforded a degree of protection. I don't know if that answers the question. But it's hard to give an opinion without photographic material to review. Lighters will burn in one of two ways. They will either, when they come into contact with the heat and the flames, they can explode, and there's a loud bang, and the gas vents immediately, and there's a small fireball. Alternatively, you get a spot of weakness,
and that spot of weakness allows the gas to vent and you get a flare. Now, it may be that you're asking if either of those things happened, and we've determined that if the lighter were in the cell, then it must have been protected under that part of Mr. Jalloh's body. Could that have had any effect on the post-mortem burn effects in that area? It's a mixture of things now. The impression mark on the back of the body. I think after post-mortem, after death, the body is lying a long time on this piece of fire and should give an impression mark. That's the one question, and the other one, if the fire or the gas comes out and gives a flash fire, do you expect a wound mark, burning mark? You have only one photograph taken in the autopsy when the body was burned from the rear side. Yes, and there was no evidence of this sort of flare mark. But again, one cannot be, definitive about it without knowing if there was any thick clothing interspersed between the back of the body and the mattress where the lighter would have been, if it was there. So you cannot give an opinion on something you don't have to review. Darf ich noch eine Frage stellen? Ich befasse mich dauernd mit der Frage, ob eigentlich der Tod vor dem Feuer, während des Feuers eingetreten ist. Und Dr. Walker diskutierte, dass Oury Jalloh noch kurze Zeit wenigstens im Feuer gelebt hat. Stellt man eine Hypothese auf, dass er beispielsweise schon tot war oder dass er beispielsweise in einer Agonie war, als das Feuer ausbrach, wäre es möglich, dass diese Vitalmarken sind Zeichen an der Leiche, die entstehen in der Lebzeit. Also Einatmen von Rauch, Einatmen von Kohlenmonoxid, was ja negativ war, Einatmen von Lösungsmitteln zur Brandlegung, was ja negativ ist. Wenn er schon tot war, fehlen diese Vitalzeichen. Jetzt haben wir aber eine kleine Anzahl von Vitalzeichen, die eingeatmeter Rauch, Rauchflocken, müssen die zwingend zu Lebzeiten entstanden sein? Wäre eine agonale Phase möglich zwischen Leben und Tod also, wo das Feuer entsteht und durch eine Schnappatmung, durch kurzes Einatmen doch noch kleine Flocken Ruß in die Luftröhre kommen? Was meinen Sie? Sind das Vitalzeichen sicher oder könnte er zu Lebzeiten im Feuer schon tot gewesen sein, als das Feuer ausbrach? As I said, based on the available information which was available for review, there is evidence of inhalational burn injury of the upper airways, which cannot occur as a post-mortem phenomena, together with photographic evidence of soot in the esophagus, for which you need an act of swallowing. Again, not a post-mortem phenomenon.
What is missing from the picture is the photograph of the airways, which has been described as containing flecks of soot in the original postmortem report, but I cannot confirm that. I have included in the last page of my report the appearance of inhalational burn injury of the tongue and oropharynx of Oury Jalloh, alongside a picture of inhalational injury from a textbook for comparison to show, and it's on the last page here, which is the reddening, which is a sign of vitality. If someone is already dead and a fire is then started, you do not get that inhalational feature, that sign of vitality. His mic. Agonie möglich gewesen, diese kleinen Partikel, diese wenigen Metallzeichen. Could you repeat the question? I don't understand the question. So the question is, if all the particles that you find and the signs of vitality that you were talking about, if you were in the state of agony, finding yourself between life and death, about to die, would it be possible that the same particles could have been found? A state of agony. That's referring to unconsciousness. What? About to die. Just about to die. Between life and death. Between life and death. Between life and death. Unconsciousness. You can be unconscious in a fire. You are still alive and breathing the hot gases. So again, I don't know if I'm answering your question. Once you are alive, once you have a circulation still, you are going to get that vital reaction appearance, that reddened appearance. But you may be unconscious or you may be conscious. If that is clear. Okay. Ja, vielleicht kann man diese Diskussion ja auch später noch führen. Zunächst erstmal noch weitere Fragen von Seiten der Presse, weil wir haben jetzt auch schon so ein kleines bisschen Zeit produziert. Vielen Dank für die Schadi-Info-Radio. Ich wollte gerne was zum Adrenalinspiegel im Blut bzw. in den Körpersubstanzen fragen. Ja, und zwar würde ich gerne wissen, der Spiegel war ja nicht angestiegen und demnach wurde kein erhöhter Stress nachgewiesen. Da würde ich gerne wissen von den Gutachtern, wie Sie das einordnen. The stress hormones, adrenaline, noradrenaline, they decrease very quickly after death. In my area of practice in Canada, we see a lot of hypothermia type deaths. That's due to lowering of the body temperature during the winter, which is associated with a stress response. Hypothermia induces a physiological stress on the body, and that's one of the ancillary tests that we can perform, looking for stress hormones. Typically, the stress hormones drop below normal levels after death. It's very uncommon to find elevated levels. If you find elevated levels, then that's clear
scientific evidence that there was stress in life, but if it's lower than expected, it may have been normal in life or it may have been elevated. The typical post-mortem findings of stress hormones is of a decrease in concentration, and I am sure my toxicology colleagues would be able to bear me out on that. Mike? We never measure it. Okay. Dann war noch eine Frage. Ich hätte noch eine kurze Frage an Frau Wirzen. Sie hat erklärt, dass das in Wirklichkeit die Matratze überhing etwas und dass das aber nicht so nachgestellt worden war und dass er in Wirklichkeit also weniger Bewegungsspielraum hatte. Möglicherweise, das habe ich nicht verstanden, warum hat der Bewegungsspielraum mit der Größe der Matratze zu tun? Our understanding of the setup in cell 12 was that the size of the mattress could overhang the side of the platform, and as the shackle on Mr. Jalloh's left wrist was below the level of the platform, it would mean that the chain for the shackle would have to come round the platform before it could be attached to his wrist. So it could further restrict his movement due to that extended length that he wouldn't have due to the additional width. Does that help? Ich würde eine letzte Frage noch zulassen, wobei wir auch zufrieden sind, wenn alles geklärt wäre. Also noch zwei. Ladies first, also Sie dürfen dann auch noch. Aber wirklich, wer so eine Frage hat, jetzt die Hand heben, das ist die letzte Chance. Ja, ich heiße Petra Ilius von der Roten Fahne. Ich habe keine Frage. Ich möchte mich eigentlich bedanken für Ihr Engagement hier und auch für die Ausführungen. Also das hat mich sehr bewegt und auch empört, was hier abläuft. Und ich finde das sehr bewundernswert, dass Sie sich dann noch weiterhin einsetzen. Ich finde, dass auch was Sie jetzt vorgelegt haben, offensichtlich gibt es nicht einen Mangel an Beweisen und Material, um zu zeigen, was hier in Wirklichkeit abgelaufen ist, sondern es fehlt da offensichtlich am politischen Willen, auch diese Beweise gelten zu lassen und auch die entsprechenden Menschen zur Verantwortung zu ziehen. Wir werden auf jeden Fall hier berichten von der Veranstaltung und ich möchte nochmal ein Dankeschön ausdrücken. Andere Wochenmärkte oder Zeitung. Ich habe eine Frage nochmal zum Verhältnis der Initiative zur zuständigen Staatsanwaltschaft. Erstens könnten Sie kurz nochmal sagen, welche repressiven Maßnahmen es sich handelte in der jüngeren Vergangenheit, unter denen Sie, wie Sie sagen, zu leiden hatten. Und zweitens wollen Sie eigentlich, dass der Staatsanwaltschaft das Verfahren entzogen wird, jemand anders übergeben wird, oder ist das gar nicht möglich? Ja, ich möchte das Pferd mal von hinten aufzäumen. Wir hatten 2013 den Strafantrag bei der Generalbundesanwaltschaft gestellt, eben aus dem Grund, dass wir das Vertrauen in die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau nicht haben. Der mittlerweile zurückgetretene Generalbundesanwalt bzw. seine Institution haben keinerlei Besonderheit darin gesehen, dass in dem Verfahren Beweise manipuliert worden sind, dass von falschen Tatsachen ausgegangen wird, dass die Ermittlungen verschleppt werden, dass kein Vertrauen seitens der Familie besteht, dass die Indizienlage so ist, dass es naheliegt, dass Polizisten diese Tat begangen haben, was ja wohl eine schwerwiegende Straftat mit Bezug zur Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland hat. All das hat er nicht gesehen, hat es zurückverwiesen an die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau, wie es im Juristendeutsch so schön heißt, das ist hinzunehmen. Was die Repressionen angeht, da ist es so, dass die Initiative die Erfahrung gemacht hat,
dass zum Beispiel im Jahr 2012, als die Polizei rechtswidrig vorgegangen ist, indem sie Transparente mit der Aussage Oury Jalloh, das war Mord, oder Einzelpersonen, die das ausgesagt haben, von der Polizei hat verfolgen lassen, Beweismaterial sicherstellen lassen. Es gab massive Übergriffe seitens der Polizei. Im Nachgang gab es Anzeigen von beiden Seiten, von der Polizei und auch von Seiten der betroffenen Opfer. 2 davon waren im Krankenhaus. Dann kam die Staatsanwaltschaft und sagte, die armen Polizisten sind nicht zu verfolgen, weil sie haben zwar rechtswidrig gehandelt, aber auf Befehl, das darf man ihnen nicht vorwerfen. Alle anderen Sachen werden auch eingestellt, nur strafbare Handlungen mit besonderer Bedeutung würden halt noch weiter verfolgt. Und die Personen, die diese Handlung mit besonderer Bedeutung getan haben, eine davon sitzt hier, der Herr Ba. Er hat auch in einem anderen Zusammenhang ein Verfahren am 30. diesen Monats. Und die nächste Person ist die Nadine Said. Nadine Said ist auch von anderen Staatsanwaltschaften in Magdeburg schon verfolgt worden für die Aussagen, Polizisten sind Mörder. Ich erinnere da an Kurt Tucholsky und die Liste der vorgetragenen Toten. Das ist ungefähr so die Sache, um die es geht. Man könnte jetzt hier noch viel mehr aufzählen. Ein Gegenbeispiel möchte ich noch nennen. Bei der Aktionswoche ist in Dessau, als wir demonstriert haben, aus dem Fenster von oben gerufen worden, Scheiß N. raus aus Deutschland. Die Polizei hat diesbezüglich die Personalien aufgenommen. Es ist Anzeige erstellt worden wegen Volksverhetzung. Und die Staatsanwaltschaft Dessau sieht in diesem Ausruf eines Menschen auf eine Gruppe anderer in einer Öffentlichkeit kein Problem. Es besteht kein öffentliches Interesse, hier irgendwas zu verfolgen. Das wäre dann jeweils das Einzelproblem des Herrn Ba und mir gewesen und würde nicht über unsere jeweils persönliche Betroffenheit hinausgehen. Insofern kein Thema für die Staatsanwaltschaft. Wohin das führt, das sehen wir dieser Tage und mal sehen, ob sich da was ändert oder nicht. Unsere Anspruchshaltung ist gedämpft. Ja. Kannst du? Ja, gerne. Ja. Das ist aber jetzt die letzte Frage. Genau, also ich möchte mich auch erstmal für die Informationen und die Anstrengungen dieser Pressekonferenz bedanken. Ich finde die sehr, sehr wertvoll, um mehr über diese Gesellschaft auch zu erfahren. Meine Frage ganz kurz, wie kann die Zivilgesellschaft, wie können Organisationen, die sich im Alltag auch um Menschenrechte kümmern, um eine gerechte Globalisierung und so weiter. Wie können wir da diese Initiative, wie können wir die Anstrengung auch der Gutachter, vor allen Dingen von euch, wie können wir das unterstützen, weil ich glaube nicht, dass es eure individuelle Betroffenheit sein kann, auch Verfolgung, alles auszuhalten, weil ihr seid ein Beispiel der Zivilcourage für unsere Zeit, die wir auch so etwas mehr und mehr brauchen. Und genau, also einfach die Frage, wie können wir eure Initiative unterstützen? Du darfst da antworten, gerne. Herzlichen Dank nochmal, Lucy. Diese Unterstützung werden wir gerne das haben. Wir treffen uns jeden Donnerstag hier in Berlin, sammeln Ideen und versuchen einfach Lösungen zu finden, wie wir nochmal weiter kämpfen zum Beispiel. Natürlich werden wir dir unsere E-Mail-Adresse nochmal geben oder einen Kontakt aufnehmen. Und an vielen Leuten, wenn sie Zeit haben, die können uns anschreiben, dann können wir mit denen auch zusammentreffen und dann können wir gemeinsam diskutieren und gucken, wie weiter das geht. Wir werden auf jeden Fall nicht aufgeben, bis dieser Fall aufgeklärt wird. Wir werden kämpfen, demonstrieren, weil wir gesehen haben, das ist der einzige Ausweg, die wir in Deutschland hier haben. Mehr nicht. Danke. Ja, kannst du was sagen? Ein schönes Schlusswort, mehr nicht. Und ich beende hiermit die Pressekonferenz offiziell. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
muss aber erstmal auf Toilette. Ich habe wirklich echt. Ich kann ja das nicht verbieten. Wenn Sie nachher direkt zu uns kommen, ist alles schlecht. Ach ja. Vom Feuerzeug auf die Leiche. Was meint Dr. Walker zu dieser Aussage? Müssten die da sein, müssten die nicht da sein? Und Moment, jetzt kommt noch die zweite Frage. Direkt nur vor. Wenn das Feuerzeug, so wie es gefunden worden ist, völlig abbrennt, muss irgendeinmal der Gaszylinder platzen. Dann muss es eine fürchterliche Stichflamme geben, wenn das Gas austritt und dann wie eine Stichflamme brennt. Und auch solche Brandspuren kann ich nicht erkennen an der Rückenpartie des Opfers. So, das sind die zwei Fragen. As far as I am aware, there were no photos of the top side, the surface of the mattress, after the body has been removed. I think this is an area of contention for Mr. Peck as well. There were no photographs of the surface of the mattress after the body has been removed. With respect to, if I understand the question correctly, you are asking if there should be an imprint on the body from the lighter. Again, I can't say with certainty. It depends on what clothing the lighter would have been. If it was on the back or the right-hand side, it would have been interspersed between the surface of the mattress and the outer clothing of the body. Without images of the surface of the mattress after the body was removed, one cannot say what clothing remnant was exactly there. So I can't say. If there was thick clothing, then you would need a significant amount of pressure to actually cause an indentation, a lasting indentation on the skin from the lighter. If you're just resting on it casually in a fire that's raging, you aren't going to be lying quietly with any degree of force to cause an indentation of the skin, if that's what you're asking. So I would not expect that I would see an imprint in the skin surface from the lighter. It depends on what clothing was interspersed, whether that lighter burnt in that position as well. But if it was there, it would have been afforded a degree of protection. I don't know if that answers the question. But it's hard to give an opinion without photographic material to review. Lighters will burn in one of two ways. They will either, when they come into contact with the heat and the flames, they can explode, and there's a loud bang, and the gas vents immediately, and there's a small fireball. Alternatively, you get a spot of weakness, and that spot of weakness allows the gas to vent, and you get a flare. Now, it may be that you're asking if either of those things happened, and we've determined that if the lighter were in the cell, then it must have been protected under that part of Mr. Jalloh's body. Could that have had any effect on the post-mortem burn effects in that area? It's a mixture of things now. The impression mark on the back of the body. I think after post-mortem, after death, the body is lying a long time on this piece of fire, and
should give an impression mark. That's the one question, and the other one, if the fire or the gas comes out and gives a splash fire, do you expect a wound mark, burning mark? You have only one photograph taken in the autopsy when the body was burned from the rear side. Yes, and there was no evidence of this sort of flare mark. But again, one cannot be, definitive about it without knowing if there was any thick clothing interspersed between the back of the body and the mattress where the lighter would have been, if it was there. So you cannot give an opinion on something you don't have to review. Darf ich noch eine Frage stellen? Ich befasse mich dauernd mit der Frage, ob eigentlich der Tod vor dem Feuer, während des Feuers eingetreten ist. Und Dr. Walker diskutierte, dass Oury Jalloh noch kurze Zeit wenigstens im Feuer gelebt hat. Stellt man eine Hypothese auf, dass er beispielsweise schon tot war oder dass er beispielsweise in einer Agonie war, als das Feuer ausbrach, wäre es möglich, dass diese Vitalmarken sind Zeichen an der Leiche, die entstehen in der Lebzeit. Also Einatmen von Rauch, Einatmen von Kohlenmonoxid, was ja negativ war, Einatmen von Lösungsmitteln zur Brandlegung, was ja negativ ist. Wenn er schon tot war, fehlen diese Vitalzeichen. Jetzt haben wir aber eine kleine Anzahl von Vitalzeichen, die eingeatmeter Rauch, Rauchflocken, müssen die zwingend zu Lebzeiten entstanden sein? Wäre eine agonale Phase möglich zwischen Leben und Tod also, wo das Feuer entsteht und durch eine Schnappatmung, durch kurzes Einatmen doch noch kleine Flocken raus in die Luftröhre kommen? Was meinen Sie? Sind das Vitalzeichen sicher oder könnte er zu Lebzeiten im Feuer schon tot gewesen sein, als das Feuer ausbrach? As I said, based on the available information, which was available for review, there is evidence of inhalational burn injury of the upper airways, which cannot occur as a post-mortem phenomena, together with photographic evidence of soot in the esophagus, for which you need an act of swallowing. Again, not a post-mortem phenomena. What is missing from the picture is the photograph of the airways, which has been described as containing flecks of soot in the original post-mortem report, but I cannot confirm that. I have included in the last page of my report the appearance of inhalational burn injury of the tongue and oropharynx of Oury Jalloh, alongside a picture of inhalational injury from a textbook for comparison, to show, and it's on the last page here, which is the reddening, which is a sign of vitality. If someone is already dead,
and a fire is then started, you do not get that inhalational feature, that sign of vitality. Wäre das His in mic. der Agonie möglich gewesen, diese kleinen Partikel, diese wenigen Metallzeichen? Could you repeat the question? I don't understand the question. So the question is if all the particle that you find and the signs of vitality that you were talking about, if he were in the state of alcoholism, finding himself between life and death, about to die, would it be possible that the same particles could have been found? A state of agony. That's referring to unconsciousness. What? About to die. Just about to die. Between life and death. Between life and death. Between life and death. Unconsciousness. You can be unconscious in a fire. You are still alive and breathing the hot gases. So again, I don't know if I'm answering your question. Once you are alive, once you have a circulation still, you are going to get that vital reaction appearance, that reddened appearance. But you may be unconscious or you may be conscious. If that is clear. Ja, vielleicht kann man diese Diskussion ja auch später noch führen. Zunächst erstmal noch weitere Fragen von Seiten der Presse, weil wir haben jetzt auch schon so ein kleines bisschen Zeit produziert. Vielen Dank für die Schadi-Info-Radio. Ich wollte gerne was zum Adrenalinspiegel im Blut bzw. in den Körpersubstanzen fragen. Ja, und zwar würde ich gerne wissen, der Spiegel war ja nicht angestiegen und demnach wurde kein erhöhter Stress nachgewiesen. Da würde ich gerne wissen von den Gutachtern, wie Sie das einordnen. The stress hormones, adrenaline, noradrenaline, they decrease very quickly after death. In my area of practice in Canada, we see a lot of hypothermia type deaths. That's due to lowering of the body temperature during the winter, which is associated with a stress response. Hypothermia induces a physiological stress on the body, and that's one of the ancillary tests that we can perform, looking for stress hormones. Typically, the stress hormones drop below normal levels after death. It's very uncommon to find elevated levels. If you find elevated levels, then that's clear scientific evidence that there was stress in life. But if it's lower than expected, it may have been normal in life or it may have been elevated. The typical post-mortem findings of stress hormones is of a decrease in concentration, and I am sure my toxicology colleagues would be able to bear me out on that. Mike? We never measure it. Okay. Dann war noch eine Frage. Ich hätte noch eine kurze Frage an Frau Wilson. Sie hat erklärt, dass das in Wirklichkeit die Matratze überhing etwas und dass das aber nicht so nachgestellt worden war und dass er in Wirklichkeit also weniger Bewegungsstörungen
Bewegungsspielraum hat, hatte möglicherweise, das habe ich nicht verstanden, warum hat der Bewegungsspielraum mit der Größe der Matratze zu tun? Our understanding of the setup in cell 12 was that the size of the mattress could overhang the side of the platform, and as the shackle on Mr. Jalloh's left wrist was below the level of the platform, it would mean that the chain for the shackle would have to come round the platform before it could be attached to his wrist. So it could further restrict his movement due to that extended length that he wouldn't have due to the additional width. Does that help? Ich würde eine letzte Frage noch zulassen, wobei wir auch zufrieden sind, wenn alles geklärt wäre. Also noch zwei. Ladies first, also Sie dürfen dann auch noch. Aber wirklich, wer so eine Frage hat, jetzt die Hand heben, das ist die letzte Chance. Ja, ich heiße Petra Ilius von der Roten Fahne. Ich habe keine Frage. Ich möchte mich eigentlich bedanken für Ihr Engagement hier und auch für die Ausführungen. Also das hat mich sehr bewegt und auch empört, was hier abläuft. Und ich finde das sehr bewundernswert, dass Sie sich dann noch weiterhin einsetzen. Ich finde, dass auch was Sie jetzt vorgelegt haben, offensichtlich gibt es nicht einen Mangel an Beweisen und Material, um zu zeigen, was hier in Wirklichkeit abgelaufen ist, sondern es fehlt da offensichtlich am politischen Willen, auch diese Beweise gelten zu lassen und auch die entsprechenden Menschen zur Verantwortung zu ziehen. Wir werden auf jeden Fall hier berichten von der Veranstaltung und ich möchte noch mal ein Dankeschön ausdrücken. Andere Wochenmärkte oder Zeitung. Ich habe eine Frage nochmal zum Verhältnis der Initiative zur zuständigen Staatsanwaltschaft. Erstens könnten Sie kurz nochmal sagen, welche repressiven Maßnahmen es sich handelte in der jüngeren Vergangenheit, unter denen Sie, wie Sie sagen, zu leiden hatten. Und zweitens wollen Sie eigentlich, dass der Staatsanwaltschaft das Verfahren entzogen wird, jemand anders übergeben wird, oder ist das gar nicht möglich? Ja, ich möchte das Pferd mal von hinten aufzäumen. Wir hatten 2013 den Strafantrag bei der Generalbundesanwaltschaft gestellt, eben aus dem Grund, dass wir das Vertrauen in die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau nicht haben. Der mittlerweile zurückgetretene Generalbundesanwalt bzw. seine Institution haben keinerlei Besonderheit darin gesehen, dass in dem Verfahren Beweise manipuliert worden sind, dass von falschen Tatsachen ausgegangen wird, dass die Ermittlungen verschleppt werden, dass kein Vertrauen seitens der Familie besteht, dass die Indizienlage so ist, dass es naheliegt, dass Polizisten diese Tat begangen haben, was sehr wohl eine schwerwiegende Straftat mit Bezug zur Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland hat. All das hat er nicht gesehen, hat es zurückverwiesen an die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau, wie es im Juristendeutsch so schön heißt, das ist hinzunehmen. Was die Repressionen angeht, da ist es so, dass die Initiative die Erfahrung gemacht hat, dass zum Beispiel im Jahr 2012, als die Polizei rechtswidrig vorgegangen ist, indem sie Transparente mit der Aussage Oury Jalloh, das war Mord, oder Einzelpersonen, die das ausgesagt haben, von der Polizei hat verfolgen lassen, Beweismaterial sicherstellen lassen. Es gab massive Übergriffe seitens der Polizei. Im Nachgang gab es Anzeigen von beiden Seiten, von der Polizei und auch von Seiten der betroffenen Opfer. 2 davon waren im Krankenhaus. Dann kam die Staatsanwaltschaft und sagte, die armen Polizisten sind nicht zu verfolgen, weil sie haben zwar rechtswidrig gehandelt, aber auf Befehl, das darf man ihnen nicht vorwerfen. Alle anderen Sachen werden auch eingestellt.
nur strafbare Handlungen mit besonderer Bedeutung würden halt noch weiter verfolgt. Und die Personen, die diese Handlung mit besonderer Bedeutung getan haben, eine davon sitzt hier, der Herr Ba. Er hat auch in einem anderen Zusammenhang ein Verfahren am 30. diesen Monats. Und die nächste Person ist die Nadine Said. Nadine Said ist auch von anderen Staatsanwaltschaften in Magdeburg schon verfolgt worden für die Aussagen, Polizisten sind Mörder. Ich erinnere da an Kurt Tucholsky und die Liste der vorgetragenen Toten. Das ist ungefähr so die Sache, um die es geht. Man könnte jetzt hier noch viel mehr aufzählen. Ein Gegenbeispiel möchte ich noch nennen. Bei der Aktionswoche ist in Dessau, als wir demonstriert haben, aus dem Fenster von oben gerufen worden, Scheiß N. raus aus Deutschland. Die Polizei hat diesbezüglich die Personalien aufgenommen. Es ist Anzeige erstellt worden wegen Volksverhetzung. Und die Staatsanwaltschaft Dessau sieht in diesem Ausruf eines Menschen auf eine Gruppe anderer in einer Öffentlichkeit kein Problem. Es besteht kein öffentliches Interesse, hier irgendwas zu verfolgen. Das wäre dann jeweils das Einzelproblem des Herrn Ba und mir gewesen und würde nicht über unsere jeweils persönliche Betroffenheit hinausgehen. Insofern kein Thema für die Staatsanwaltschaft. Wohin das führt, das sehen wir dieser Tage und mal sehen, ob sich da was ändert oder nicht. Unsere Anspruchshaltung ist gedämpft. Ja. Kannst du? Ja, gerne. Ja. Das ist aber jetzt die letzte Frage. Genau, also ich möchte mich auch erstmal für die Informationen und die Anstrengungen dieser Pressekonferenz bedanken. Ich finde die sehr, sehr wertvoll, um mehr über diese Gesellschaft auch zu erfahren. Eine Frage ganz kurz, wie kann die Zivilgesellschaft, wie können Organisationen, die sich im Alltag auch um Menschenrechte kümmern, um eine gerechte Globalisierung und so weiter. Wie können wir da diese Initiative, wie können wir die Anstrengung auch der Gutachter, vor allen Dingen von euch, wie können wir das unterstützen, weil ich glaube nicht, dass es eure individuelle Betroffenheit sein kann, auch Verfolgung, alles auszuhalten, weil ihr seid ein Beispiel der Zivilcourage für unsere Zeit, die wir auch so etwas mehr und mehr brauchen. Und genau, also einfach die Frage, wie können wir eure Initiative unterstützen? Du darfst da antworten, gerne. Herzlichen Dank nochmal, Lucy. Diese Unterstützung werden wir gerne das haben. Wir treffen uns jeden Donnerstag hier in Berlin, sammeln Ideen und versuchen einfach Lösungen zu finden, wie wir nochmal weiter kämpfen zum Beispiel. Natürlich werden wir dir unsere E-Mail-Adresse nochmal geben oder einen Kontakt aufnehmen. Und an vielen Leuten, wenn sie Zeit haben, die können uns anschreiben, dann können wir mit denen auch zusammentreffen und dann können wir gemeinsam diskutieren und gucken, wie weiter das geht. Wir werden auf jeden Fall nicht aufgeben, bis dieser Fall aufgeklärt wird. Wir werden kämpfen, demonstrieren, weil wir gesehen haben, das ist der einzige Ausweg, die wir in Deutschland hier haben. Mehr nicht. Danke. Ja, kannst du was sagen? Ein schönes Schlusswort, mehr nicht. Und ich beende hiermit die Pressekonferenz offiziell. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe wirklich echt. Ich kann ja das nicht verbieten. Wenn Sie noch in Reaktionskommen, sage ich schon. Ach ja.